Eine WFA-eigene globale Liga. Die World League. Es geht ja nur ums Geld. Der Gedanke an eine Bilderbuchfamilie mit Kindern und Eigenheim hat bei Julia noch nie Sehnsucht ausgelöst. Für mich war das im Prinzip schon so früh klar, weil ich mich einfach nie als Mutter gesehen habe. Ich habe mich nicht in der Rolle gesehen, mich um einen anderen Menschen, in dem Sinne, wie Eltern das für ihre Kinder tun, kümmern zu müssen oder auch zu wollen. Ich wollte das nie. Ich habe mich nie in der Elternrolle gesehen und tue das nach wie vor natürlich nicht. Mit 15 fängt Julia an, mit der Pille zu verhüten. Doch die Hormone setzen ihr zu, ihrer Psyche und ihrem Körper. Sie fühlt sich nicht wohl. Hinzu kommt die permanente Angst davor, ungewollt schwanger zu werden. Da war die Angst einfach ein ganz großer Faktor in meinem Leben, der mich beim Einschlafen begleitet hat, beim Aufwachen begleitet hat, wodurch ich mich selbst dazu gebracht habe, dass ich in der schlimmsten Zeit mehrere Schwangerschaftstests in der Woche gemacht habe, einfach um sicher zu gehen. Die Angst hat mein Leben schon sehr stark mitbestimmt, auf jeden Fall. Ein normaler Alltag für die Studentin aus Marburg damals fast nicht denkbar. Die Angst hat natürlich auch Einfluss darauf genommen, wie ich Beziehungen geführt habe. Zum einen bin ich halt noch nie lockere Beziehungen eingegangen, weil ich gesagt habe, gut, wenn ich jetzt auf eine Verhütung setze, dann halt wirklich nur für jemanden, der sich monogam auf mich einlässt und wo ich sage, auf den kann ich mich dahingehend verlassen. Aber auch dann in der festen Beziehung, die ich hatte, war es natürlich auch so, dass ich mich selten extrem entspannen konnte, wie das vielleicht mein Partner konnte. Julia beginnt, sich zu informieren und stößt auf die Möglichkeit der Sterilisation. Sie ist sich sicher, genau das ist es, was sie will, ohne Wenn und Aber. Damals ist sie gerade 22 geworden. Mit ihrem Wunsch sucht sie ihre damalige Frauenärztin auf. Meine ehemalige Frauenärztin meinte zu mir, dass, wenn ich keine Kinder haben möchte, ich mir Gedanken darüber machen sollte, dass sehr viele Männer zum Beispiel Kinder haben möchten und dass es ja dann sein kann, dass ich einsam sterben werde. Ich habe, nachdem ich die Praxis dann mit einem weiteren Pillenrezept verlassen habe, erstmal sehr geweint. Gar nicht unbedingt, weil ich so verletzt war, sondern einfach auch aus Schock und Wut, weil ich mir dachte, ich bin ein erwachsener Mensch. Zu dem Zeitpunkt war ich 22 Jahre alt. Ich dachte mir, ich habe so viele Verpflichtungen in meinem Leben und Verantwortung, die ich tragen muss. Warum spricht mir diese Person die Verantwortung über meinen eigenen Körper ab? Ich konnte das einfach gar nicht einsortieren. Julia will selbst über ihren Körper bestimmen. Im Internet stößt die Studentin auf den Verein Selbstbestimmt Steril. Schnell stellt sie fest, mit ihrer negativen Erfahrung ist sie nicht alleine. Uns gibt es als Verein, weil es in Deutschland schwierig ist, eine Sterilisation zu bekommen, wenn man einen Uterus hat. Und dadurch, dass halt auch diese konservative Sicht von, Kinder gehören zum Leben dazu und bis zu einem gewissen Alter kann man das ja noch gar nicht wissen. Dadurch, dass das in den Köpfen vieler Menschen so fest verankert ist, ist sagen wir mal, das Spielfeld der Sterilisation in Deutschland es ist komplett verbaut. Der Bundesverband der Frauenärzte rät grundsätzlich dazu, Sterilisation erst ab 30 Jahren durchzuführen. Doch die Entscheidung trifft letztendlich jeder behandelnde Arzt selbst. Das Problem ist immer, das ist ja so ein Spannungsfeld, nicht? Also zum einen möchte ich ja nicht bevormunden, nicht? Und die 22-Jährige, die zu mir käme und eine Sterilisation wünschte und ich sage, das würde ich vielleicht jetzt nicht für so einen endgültigen Eingriff für sinnvoll erachten, nicht? Die empfindet das ja wahrscheinlich als Bevormundung, nicht? Was ich erreichen möchte, ist, dass ich ein offenes Gespräch mit der Patientin habe und ihr versuchen möchte zu erklären, warum unter Umständen eine andere Entscheidung sinniger ist, weil wir einfach nicht in die Zukunft schauen können und sich Lebensverhältnisse einfach gravierend innerhalb von kurzer Zeit ändern können. Das verstehe ich. Ich habe da auch persönlich gar kein Problem damit, wenn Menschen die Überzeugung haben, dass sie eine Sterilisation unter einem gewissen Alter nicht durchführen möchten. Aber der Ton macht die Musik. Und das ist in den allermeisten Fällen das Problem. Bei einer Sterilisation werden die Eileiter verschlossen oder ganz oder in Teilen entfernt. Die Chance, den Eingriff rückgängig zu machen, ist gering. Deswegen ist die Entscheidung auch so weitreichend und sollte in mehreren Beratungen besprochen werden. Ich kann schon nachvollziehen, dass man auch mit 22 sicher sagen kann, dass man keine
weitere Schwangerschaft möchte oder dass man überhaupt keine Schwangerschaft möchte. Aber ich würde schon versuchen, ob die Patientin nicht eventuell mit einer Hormonspirale auch zufrieden wäre. Sie hätte dann auch eine sichere Verhütung, muss keine Sorge haben, ungewollt schwanger zu werden und hätte aber gleichzeitig 5 Jahre Zeit gewonnen. Doch Julia will die Entscheidung nicht mehr hinauszögern. Sie findet schließlich über den Verein Selbstbestimmt Steril einen Arzt. Kurz vor ihrem 23. Geburtstag hat sie ihren OP-Termin. Es war auf einmal ein ganz leichtes Gefühl und ein riesiges Gefühl der Erleichterung. Ich habe auch sofort angefangen zu weinen. Ich habe das Gefühl, dass ganz, ganz viele Gewitterwolken aus meinem Leben verschwunden sind. Auch dadurch, dass ich natürlich dann auch die Pille nicht mehr habe, die sich auf meine Gesundheit auswirkt. Ich bin halt einfach ein sehr freierer Mensch. Das Thema der Angst vor der Schwangerschaft ist für mich eigentlich nahezu erledigt aktuell. Ich bin freier, ich bin glücklicher, ausgeglichener. Es geht mir einfach fabelhaft. Fast 1,5 Jahre später ist sie sich sicher, ihre Lebensentscheidung nicht zu bereuen. Und auch ihr Umfeld steht hinter ihr. Mein Vater konnte recht schnell nachvollziehen, woher der Wunsch kommt und hat meine Sorge mit einem mentalen Problem durch die Pille und so weiter recht gut verstanden. Meine Mutter hat sich ein bisschen schwerer damit getan, weil sie sehr in der Mutterrolle aufgegangen ist und dann im ersten Moment nicht verstehen konnte, wie ich dieses Glück, was sie durch ihre Elternschaft erlebt hat, nicht selbst auch erleben wollte. Aber mittlerweile unterstützen die beiden mich komplett und ich kann da, glaube ich, auch sehr glücklich sein, ja. Zurzeit ist die 24-jährige Single und glücklich. Und eines steht für sie fest. Ein Mensch an ihrer Seite muss zu 100% die Entscheidung respektieren, die sie für ihren Körper und ihr Leben getroffen hat. Warum kann es Weltmeisterschaften nicht jedes Jahr geben? Eine WFA-eigene globale Liga. Die World League. David hat Beweise gesammelt, um die World League zu verhindern. Die lassen sich kaufen. Wie viel wird es mich diesmal kosten? Es geht ja nur ums Geld.